Hallo Paulina, so schön, dass wir uns wieder sprechen dürfen und dass du dir Zeit genommen hast, hier auf diesem Kanal Chronisch Ehrlich deine Krankheitsgeschichte zu erzählen. Du hast gerade schon gesagt, du hattest einen langen Mittagsschlaf hinter dir mit deinem Baby zusammen, gell? Habt ihr einen Nap gemacht. Und das sind auch so die schönsten Erinnerungen an die Babyzeit mit meinen Kindern. Mittagsschlaf. Ja, das ist eigentlich das Beste, was ich also nicht das Allerbeste am Tag, aber eines der besten Dinge, die dann auch noch zwischendurch passieren, zwischen Windelnwechseln und Stillen und all den anderen tollen Dingen, ist der Mittagsschlaf wirklich. Ja. Du siehst so frisch und gesund aus, muss ich dir sagen. Dankeschön. Ja, Jetzt scheint auch gerade, also irgendwer da hinten, diesen Holzhäusern, die da rumstehen, auf die wir rauf gucken können, da hat jemand gerade das Fenster aufgemacht, deswegen kommt jetzt die Sonne hier reinge. sehr schön. Du bist Deswegen erleuchtet. sehe ich noch besser aus. Du siehst jetzt noch besser aus. Ja, und du Danke. siehst so gesund aus, aber das ist ja überhaupt nicht deine Geschichte, gell? Du hast so eine lange Krankheitsgeschichte und ich glaube, wir zwei könnten jetzt irgendwie 3 Stunden zusammen reden. Wir werden das aber natürlich auf eine Stunde begrenzen. Ja. Und ja, zuerst einfach an dich die Frage, wer bist du? Wo lebst du? Wie alt bist du? Erzähl uns ein bisschen über dich. Ja, also ich bin Pauline und ich komme aus Berlin ursprünglich und bin 30 Jahre alt, habe einen Sohn, der ist jetzt 6 Monate alt und seit ungefähr 4 Jahren wohne ich in Norwegen, in Oslo. Und eigentlich bin ich gelernte Erzieherin, mache jetzt quasi eine Umschulung äh, auf eigene Faust und studiere Deutsch in Norwegen. Damit ich mein Deutsch nicht vergesse, was ja schon ein bisschen passiert ist. Ja, Ja, das ist echt, wenn man zu lange im Ausland lebt, gell? ja, das ist es nicht einfach. Ich Mhm. fange dann an, sogar Hochdeutsch zu sprechen, weil ich weiß, weil ich versuche, ordentlich zu sprechen. Mhm. Aber das ist immer eine gute Wahl, Hochdeutsch zu sprechen. Ja, ja. Ja, du hast wie viele chronisch Erkrankte eine richtig lange Odyssee hinter dir. Wie hat alles angefangen? Wo würdest du sagen, jetzt im Nachhinein, was waren so die ersten Symptome? Ich würde behaupten, als Kleinkind, da hatte ich Lungenentzündung und Bronchitis und diverse Sachen. Ähm, Habe dann aber relativ, also früh auch mit vielleicht 8, 9 Jahren wirklich so ein schlechtes Körperbild entwickelt und eine schlechte Beziehung zu Essen, Mhm. also Richtung Essstörung und habe generell mich einfach immer aufgequollen und dick gefühlt, obwohl ich das nicht war. Also immer total verzogenes Körperbild und Unwohlsein im Körper, was dann halt sozusagen zu so einer Essstörung geführt hat, weil ich dachte, ich kann es darüber kontrollieren, habe aber auch immer als Kleinkind schon eine Neigung zu Angstzuständen gehabt und so dieses Dramatisieren und Mhm. habe ja auch Tonnen Zucker in mich reingeschoben und ja, und ich würde dann sagen, so die richtigen krassen Symptome haben dann angefangen mit 13, als ich meine Periode bekommen habe, wo ich dann halt extreme Unterleibsschmerzen hatte und mir aber natürlich alle gesagt haben, das ist normal, so muss es sein. Mhm. Also wurde natürlich auch da nichts gemacht. Wurden dann die Ibuprofen-Tabletten hingeschoben und hier nimm mal was, ne? Aber pass auf, ist was dazu, weil es nicht gesund für den Magen. Und dann habe ich das dann halt gemacht. Ja. Und damit hat das quasi angefangen. Und dann hatte ich aber auch relativ zeitgleich ähm, das pfeifische Drüsenfieber bekommen. Mhm. Äh, und danach hatte ich dann aber auch eine Zeit lang eigentlich keine Periode, beziehungsweise immer so on und off und mal, na, vielleicht zweimal im Jahr vielleicht, aber halt trotzdem Unterleibsschmerzen. Ja. Und dann habe ich halt auch Depressionen entwickelt, die Mhm. dann eigentlich, also ich würde sagen, bis bevor also ich habe ja dann mit einem Clinical Medical Medium angefangen und ich würde sagen, bis dahin hat mich sozusagen diese Depressionssache auch immer wieder verfolgt, nicht Mhm. losgelassen. Ja.
Ja, das ist so der Start für mich in meinem Kopf ist so, okay, in der Kindheit waren schon einige Dinge und ich weiß, dass da auch noch mehr waren natürlich und das ist ja alles so komplex, ne? Aber mit 13 hat es dann Bäm gemacht im Körper und dann, also ich dachte ja auch, ich sterbe am pfeifischen Drüsenfieber. Also ich habe mich todkrank gefühlt, wochenlang. Mhm. Ja, in meiner Gegend sind auch sogar Leute gestorben daran zu der Zeit. Also es ist auch, ich nehme an, dass das vielleicht einfach eine von den extrem aggressiven vielleicht Viren Ja. war. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Und das heißt, in der Zeit wurde eigentlich medizinisch nicht viel unternommen, außer eine Schmerzlinderung angeboten. Genau, also erstmal muss auch dazu sagen, ich habe quasi eigentlich nie so richtig das Werkzeug dafür bekommen, meine Gefühle zu äußern. Also dieses Lernen mit den Umgang der Gefühle lernen, also also Ausdrücken der Gefühle Mhm. lernen und Bescheid sagen, das habe ich irgendwie nicht so richtig gemacht. Und meine Eltern und meine Familie generell, denen habe ich auch nicht gesagt, wie es mir geht, ehrlich gesagt, weil ich dachte, das ist halt so, wie es ist, ne? Und ähm, ja, mh, ich wollte noch was anderes sagen, aber jetzt ist mein Stillgehirn Ein Stillgehirn. ausge. Ja, genau, es wurde also aber nichts unternommen. Ich habe aber auch nicht Bescheid gesagt. Ja, Ja. aber es war auch so eine Tendenz bei meinen Eltern hin, dass so unter dem Motto, naja, ich habe ja wahrscheinlich schon oft dramatisiert sowieso und ist ja alles nicht so schlimm und ja, ja, Ja. halt so ein bisschen so, Das ist so oft ist es bei chronisch Erkrankten, dass man ja auch irgendwann aufhört, das zu kommunizieren, weil man nicht so viel Platz einnehmen möchte. Vielleicht ist die Familienkonstellation auch so, dass da einfach auch kein Platz geboten wird. Und wenn man ein Kind ist, fehlt einem auch die Sprache und ja, genau. es fehlt einem auch ein Vergleich. Man denkt einfach, das wäre normal. Ja, also ich habe das ja überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja. Ich hatte einfach nur manchmal richtig viel Angst und habe da auch natürlich nicht geschafft, irgendwie mutig zu sein und das zu sagen, weil ich aber auch nicht wirklich, ich wusste nicht, also Angst, Mhm. Wut, wusste einfach gar nichts über Gefühle und so. Ja. Ja, Ja, es ist auch mega spannend, gell, dass so die neuesten Forschungen im Darmbereich, wie sie da einfach darlegen können, wie ein Darmungleichgewicht, wie das eben mit Ängste, Depressionen, aber auch ja, Autismus, alles Mögliche, wo man eigentlich früher dachte, es spielt im Kopf ab, eigentlich der Ursprung im Darm liegt. genau. Und das ist ja auch jetzt im Nachhinein betrachtet nochmal, bin ich ja sauer eigentlich auf die, die mir erzählen wollten, das ist alles nur psychisch, du hast einen Knall. Ja, und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es nicht so ist. Weil ich merke jetzt, wenn ich mal ein bisschen Kaffee trinke, dann kriege ich Angst am Abend. Aber ich kann es dann, also ich kann damit umgehen, weil ich Werkzeuge habe jetzt, die einfach mir sowas von gut helfen, dass ich da überhaupt nicht reingehe. Ja, So, aber das löst bei mir so ein melancholisches Gefühl aus von morgen kommt kein nächster Tag. Und das finde ich total spannend, weil mittlerweile habe ich verstanden, oh, es gibt viele, die sozusagen so ein Hoch haben, wenn sie Kaffee trinken und dann runterfallen, wenn sie dann aufhören. Und ich habe ja früher auch gerne mal 1 Liter Kaffee am Tag getrunken. mhm. Ja, Ja, ja. ja. Toll für Leber und Darm. Super gut. Super gut. Ja. Ja, und später, wie sah es dann danach aus, nach dem Teenageralter? Haben sich die Symptome eher verlagert in andere Körperbereiche? Wie sah das dann aus? Also ja, ich würde auf jeden Fall behaupten, es war immer irgendwas Neues da. Also ich habe dann auch angefangen, ein Frozen Shoulder Syndrom oder wie das Ja, heißt, genau. zu entwickeln. Das Mhm. hatte ich dann auch bestimmt 3, 4 Jahre lang. Und tatsächlich heute habe ich auch gemerkt, dass irgendwas wieder ist.
und so. Aber ich arbeite dran. Also jetzt verstehe ich, okay, das ist irgendwas, was jetzt wieder passiert im Körper. Mhm. Ähm, ähm, ja, ich habe halt dann ja versucht, diese Essstörung und Depressionen so mit dem Kopf zu kontrollieren sozusagen. Also eigentlich nicht so großartig über Ernährung, weil alle anderen haben ja auch alles gegessen und die sind ja nicht krank geworden. Und ich habe auch immer sehr viel Bier getrunken und in Berlin geht man ja gerne jeden Tag raus im Sommer und trinkt äh, Bier und Wein und raucht und so eine Sachen. Und ich war halt ziemlich, sage ich mal, anti-Leber-freundlich unterwegs. Mhm. Habe viele Partys gefeiert, habe, wenn ich müde war, wirklich mich immer aufgeputscht und zum Arbeiten und also ich habe ja im Kindergarten dann gearbeitet, relativ früh mit 18 irgendwie. Ja, mit 18 habe ich angefangen dann zu arbeiten und habe alleine gewohnt und da habe ich dann halt Party gemacht. Und da ich hatte sehr viele Symptome, aber ich kann das gar nicht. Ich weiß, also die Liste ist so lang und es hat sich auch, es war immer irgendwas. Mhm. Also wenn ich nicht gerade Kopfschmerzen habe, dann habe ich Unterleibsschmerzen. Wenn ich Unterleibsschmerzen nicht habe, dann habe ich Schmerzen in den Armen, in den Beinen. Und wenn ich hatte auch oft wochenlang ganz viel Wasser im Körper und dachte, oh Gott, jetzt bin ich wieder dicker geworden, ich muss wieder weniger essen. Und dann habe ich irgendwann meine Tage bekommen und das Gefühl gehabt, ich bin 10 Kilo leichter. Also so richtig extrem PMS, wo ich auch wirklich ähm, oft dachte, ich überlebe den nächsten Tag nicht, weil es war so ein extremes PMS, also Ja, so das heftig. das ist richtig heftig. Da ist man ein anderer Mensch in der Zeit. Genau, richtig, wirklich schlimm. Also 2 Wochen am Stück, so unter dem Motto, und dann nur dieses Das heißt, die Hälfte Herbei. vom Monat ist Ja, eigentlich für die Tonne. ja, ja, ganz schlimm. Und dann habe ich ja auch angefangen, relativ früh schon zum Beispiel Agnus Castus, das ist so ein Kräuter, was irgendwie mal empfohlen wird von Ärzten bei Menstruationsbeschwerden. Habe ich Okay. dann halt eingenommen und dachte natürlich, okay, das wirkt ja nicht, okay, gar nichts wirkt. So, ne? Weil ich dachte immer, das muss jetzt eine Sache sein, die wirkt. Ähm, habe aber quasi bei den ganzen Arztbesuchen auch nie irgendwas rausbekommen. Ich war bei tausenden Hausärzten und, also tausenden vielleicht nicht, aber sehr vielen Hausärzten, Spezialisten, Endokrinologikum, also Endokrinologen, Psychiater, Psychologen. Was gibt es denn noch so? Ja, du äh, kannst gerne immer nachschauen bei deinen ja, Finanzen. genau, dann später jetzt, als ich hier in Norwegen gelebt habe, da habe ich dann auch noch, wurde ich auf Rheuma nochmal getestet und Fibromyalgie und Mhm. Endometriose, da wurde ich auch operiert. Da hat Ja. mir dann der Arzt hinterher gesagt, so, nee, Sie sind total gesund. Und dann bin ich auch total traurig gewesen, weil ich wollte gerne meine Diagnose haben nach so vielen Jahren und so viel PMS und so viel Unterleibsschmerzen und Also du chronisch wurdest anderen. einerseits mit Endometriose diagnostiziert und andererseits wurde gesagt, dass du gesund bist, oder Nee, wie? ich habe keine Endometriose. Ach Ich so. wurde darauf untersucht. Ich wurde operiert, also die haben nachgeschaut, ob ich das habe. Und ich hatte das nicht. Mhm. Aber ich hatte halt ja alle Symptome von Fibromyalgie und Endometriose Mhm. und noch ein paar mehr, aber das war sozusagen immer, also und Hashimoto diese 3 Sachen sind sozusagen, wenn du da googelst, dann habe ich sozusagen ungefähr, würde ich jetzt mal behaupten, 90% der Symptome gehabt, Ja, immer abwechselnd, mal weniger, mal ja. mehr, aber immer irgendwas richtig heftig, Mhm. sodass ich dann halt am Ende im Bett gelandet bin quasi. Also weil ich ja dann Sachen ausprobiert habe. Kannst du da detaillierter sagen, wie alt du dann warst in Norwegen, als es dann so Mhm. schlimm wurde und was genau die Symptome waren in der Zeit? Ja, also jetzt bin ich ja 30 und ich bin hergezogen mit 26. Ja. Und das stärkste Symptom war dann Erschöpfung Ja. und dann Unterleibsschmerzen wochenlang. Also mindestens ab das deutsche Wort für Eglösning.
das, was in der Mitte des Monats passiert. Ein Eisprung. Eisprung. Ja, Eisprung. Der war, also habe ich immer gemerkt dann, weil ich habe ja dann auch tatsächlich mal die Tage gehabt manchmal, was ja auch schon Erfolg war, aber das lag dann vielleicht daran, dass ich ein bisschen mehr geschlafen habe und weniger Alkohol getrunken habe. Aber genau, mit 26 bin ich hergekommen und mit 27, ungefähr ein Jahr später, nee, 1,5 Jahre später ungefähr, habe ich dann circa ein halbes Jahr Knockout gehabt und war zu Hause und krankgeschrieben. Blöderweise direkt nachdem ich irgendwie einen neuen Job hatte im Kindergarten hier, in dem schönsten Kindergarten in Oslo. Konnte ich leider nicht mithalten mit den Mitarbeitern, weil ich einfach zu erschöpft war. Und dann hatte ich auch sehr viel Übelkeit in der Zeit. Ja. Und da kamen dann so langsam, aber sicher Angstattacken so angeschlichen. Die waren dann noch nicht so heftig, aber die haben sich dann nochmal entwickelt. Und zwar habe ich ja in der Zeit dann auch ein paar Antworten gesucht auf die ganze Sache hier und hatte einen Arzt empfohlen bekommen, also einen Heilpraktiker hier in Norwegen, zu dem ich gegangen bin und der hatte, also ein Kinesiologe. Mhm. Ja, Kinesiologe. Ja. Der hat dann mich getestet und hat halt gesagt, ja, hier ganz viele Schwermetalle und Bakterien und Viren und alles, Pilze und ich habe alles gefunden, so unter dem Motto. Und jetzt, dann hat er mir aufgeschrieben, was ich alles nehmen soll an Nahrungsergänzungsmitteln und hat mir gesagt, ich soll bitte ganz viel Fett und Proteine essen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Keto heißt, aber auf jeden Fall also viel Fett und Proteine. So, das habe ich dann gemacht und dann bin ich, also, und danach bin ich richtig krank geworden. Also so dieses halbe Jahr. Warte mal. Aber es ist ja wirklich schwierig, das irgendwie zeitlich. Ähm, genau, ich bin zu dem gegangen und dann bin ich krank geworden. So war das. Ja, also du bist wegen einer Erschöpfung, wolltest du dich eigentlich untersuchen lassen? Und Genau, ich hatte halt ultra viele Symptome und habe mich super schlecht und krank gefühlt, sowieso schon und schon kaum noch mal geschafft zu arbeiten und rauszugehen und wusste gar nicht, wie ich überhaupt überleben soll. Und oh Gott, muss ich wieder zurück nach Deutschland? Ich will nicht, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, ich muss doch irgendwas finden. So. Und dann bin ich zu ihm gegangen und der hat gesagt, ja, hier, das und das. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich alles, ich investiere mein ganzes Geld, was nicht viel war. Aber alles das in Nahrungsergänzungsmittel und diese Diät, die er gesagt hat, die ich machen soll. Und dann bin ich so richtig im Bett gelandet, sozusagen, wo ich mir nicht mal mehr einen Tee machen konnte, irgendwie. Und in Einkaufen gehen schon mal gar nicht und eigentlich nur im Bett liegen und wirklich so. Und ich habe das aber nicht verstanden. Ich hab gedacht, das sind dann so Entgiftungssymptome. Äh, wurde mir so gesagt. Und ich soll mal, wenn ich mal super erschöpft bin, soll ich mal einen Schluck Cola trinken. oh, Aber ich war halt selber wirklich so verzweifelt, dass für mich waren dann diese Personen, die mir auch helfen wollten, die machen ja auch einen super Job und manche werden ja auch, also viele werden ja auch gesund, sonst hätte ich den auch nicht empfohlen bekommen, aber die waren dann so ich halte mich da jetzt fest, das ist das Einzige, was ich noch habe, was anderes kann mir nicht helfen. So. ja, ja. Ja. Ja, man sagt ja, die Sprache der Leber, also der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Also es ist ein Organ, was eben nicht so klassisch schmerzt, wie zum Beispiel eine Magenentzündung, das tut sau weh. Und bei der Leber ist halt diese Müdigkeit. Und wenn du dann so erhöhte Fette zu dir genommen hast, also in Form von tierischen Proteinen, dann war da natürlich eine riesen Überlastung dann von deinem System. Ja, also es tut mir immer noch weh, daran zu denken, was ich da in mich reingeschaufelt habe und auch Tonnen an Eiern und also gerade Eier, ne? Also wenn ich jetzt Eier Und sehe, den dann Virus gefüttert. ja, so richtig schön einmal jeden Tag ein Big Mac für die Viren. Ja. Ähm, also zu diesen ganzen
im Bett liegen und so, habe ich natürlich dann auch Depressionen wieder bekommen. Also habe ja auch gedacht, das geht nicht weiter. Das Leben hier. Und ich hatte Glück, dass ich meinen Freund hatte, der extrem positiv ist und mir eine Riesenstütze war all die Zeit. Und Schön. dann habe ich im Sommer, also ich war dann wieder ein bisschen arbeiten und habe dann angefangen, jetzt hier das norwegische Abitur zu machen, weil ich dachte, okay, ich kann nicht mehr im sozialen Bereich arbeiten, ich habe keine Energie dazu, aber vielleicht kann ich irgendwann mal Deutsch unterrichten oder Norwegisch unterrichten, wenn ich ein bisschen gesünder bin. Und habe halt gedacht, okay, was kann ich jetzt machen? Ich kann von zu Hause aus studieren, im Bett. Ich kann im Bett liegen und ich kann anfangen zu studieren, das Abitur zu machen, weil meine Ausbildung aus Berlin, die hat mir leider keine Erlaubnis gegeben, dafür hier zu studieren in Norwegen, weil Norwegen ist nicht in der EU und meine Ausbildung gilt in der EU, aber nicht in Norwegen. Deswegen habe ich dann angefangen mit dem norwegischen Abitur und irgendwann war ich dann mal in Berlin, also danach war ich in Berlin und habe mein Journal vom Arzt eingefordert, also die Krankenakte. Und da habe ich dann gelesen, dass der tatsächlich, als ich 18 war, reingeschrieben hat, das lateinische Wort für Hashimoto. Und da bin ich dann geplatzt, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass diese Person mir, bei der ich tausendmal war und immer gesagt habe, bei mir ist nichts besser geworden, dass diese Person mir nicht gesagt hat, was ich habe eigentlich. Das hätte ich mir doch gemerkt, dann hätte ich vielleicht früher schon mal googeln können oder früher schon mal so nachgucken können, was ich so machen kann. Weil ich hatte immer die Vermutung, dass man mir theoretisch die Diagnose geben könnte. Hashimoto auf jeden Fall. Ja. So. Weil ich auch immer Schilddrüsentabletten genommen habe, seitdem ich 18 war. Ja, juhu. Genau. Wie bist du dann, ja? Und dann hast du nachgelesen, hast gesehen, okay, eigentlich hätte ich da eine Diagnose gehabt, Hashimoto. Wie bist du dann damit weitergegangen? Genau, und dann war ich wieder in Norwegen und habe gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt google ich hier mal ich google so lange, bis ich was gefunden habe. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, okay, jetzt ist ja irgendwie so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und bin dann in den Buchladen gegangen und habe gedacht, okay, Intuition rein und habe dann halt das Schilddrüsenbuch also Medical Medium gesehen und dachte, okay, das hört sich eigentlich ganz gut, also das, was der schreibt, das beschreibt er mich sozusagen oder ganz viele Dinge von dem, was ich erlebt habe. Und habe dann so ein bisschen Verständnis gefühlt, also dass endlich mal jemand hier so mal eine andere Sichtweise mir zeigt sozusagen und mir erzählt, dass ich nicht schuld dran bin. So, und das hat sich halt total richtig und gut angefühlt und dann habe ich relativ sofort angefangen, also komplett darauf umzustellen, was nicht jetzt so schlau war erstmal. Aber ich habe auf jeden Fall sofort die No-Foods rausgelassen. Ja. Und da habe ich dann Konntest du einfach so? Konntest du das einfach so? eigentlich nicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jetzt genug und ich bin jetzt habe ich keine Lust mehr auf das geht doch nicht, ich muss jetzt sofort weiterkommen und ich war sehr aggressiv am Anfang, als ich die Sachen weggelassen habe, weil das war ja ungefähr alles von dem, was ich vorher essen sollte. Genau. Ja, und ich habe sicher auch Schwierigkeiten gehabt am Anfang natürlich mit Rapsöl und Mais und so, weil es einfach überall drin ist. Aber also ich kann schon sagen, dass ich sozusagen relativ schnell wirklich nur Obst und Gemüse gegessen habe, wo ich dann morgens aber wirklich wütend aufgestanden bin, dachte, muss ich jetzt denn diesen doofen Selleriesaft machen? Das gibt's doch nicht, um gesund zu werden. Andere können sich jeden Morgen Brot reinschieben mit Nutella drauf und ich muss jetzt hier Selleriesaft trinken, muss ich das den Rest meines Lebens und so. Also total sauer und mein Freund auch immer schön Käse und Eier und gebraten und die ganze Wohnung hat gerochen und das hat mir auch nicht geholfen. Nein, das hilft gar nicht. Nein. Ja, und dann habe ich aber da auch sehr viele Entwicklungen durchgemacht in der Zeit. Also habe dann, sagen wir jetzt mal, von August bis also 3, 4 Monate war ich sauer. Und dann habe ich auch angefangen zu sagen, okay, ich mache es jetzt mal ein bisschen langsamer und mit Ruhe und habe dann auch ja viel also Instagram hat mir tatsächlich sehr viel geholfen, einfach Leute zu sehen, die das
also so eine Community zu haben sozusagen, wo man irgendwie einfach sich man selbst sein kann und nicht verurteilt wird, beziehungsweise auch keiner sagt, hier mach jetzt mal so und das ist richtig und das ist falsch. Also dieses ganze, äh, also alles, was ich gelesen habe, waren sehr viele, die einfach gesagt haben, okay, dein Tempo und nicht alles auf einmal und das ist ein also Prozess, ein riesenlanger Prozess. Panikattacken sind sofort weggegangen. Also am ersten Tag tatsächlich. Ja. Und das hat mir dann auch gesagt, okay, ich mache weiter. Und Brain Fog ist relativ schnell weniger geworden. Und die Erschöpfung die ist auch in der ersten Woche so gewesen, dass ich halt dann auch mal wieder einkaufen gehen konnte. Ich bin auch sogar irgendwie nach ein paar Wochen mit meiner Schwester und ihrer Tochter nach Bergen geflogen von Oslo und da hatte ich, also Flugangst habe ich immer noch, aber ich hatte keine Panikattacken mehr und ich habe quasi gefühlt, ich bin auferstanden. Wow. Irgendwie so. Obwohl ich noch sauer war auf die ganzen Mangos, die ich essen musste und so. Du scheiß Mango! Ja. Gibt's doch nicht, Sellerie. Du bist so scheiß gelb. Ja. Grün, du bist einfach nur grün. Und bitter. Ja, genau. Ja, und Depression, also ich würde behaupten, dass ich habe, meine Gefühle sind oder ich fühle mich viel reiner sozusagen, also sauberer von Tag zu Tag. Und das habe ich auch relativ am Anfang gemacht, wo ich auch gemerkt habe, dass sozusagen ich bin nicht mehr eine Woche in der Depression und hänge da unten, sondern das ist irgendwie mehr flexibel, mehr auf und ab, aber auf jeden Fall viel besser als Depression. Also als dieses nur negativ und vielleicht nennt man das einfach das Leben oder das Leben ist eh so wellenartig. ja, das genau. Und ich bin halt auferstanden also ins Leben und dann hoch und runter, aber nicht mehr nur flach. Ja. Wow, so schön. Ja. Mhm. Mega. Genau. Ja. Ich finde das auch immer noch total klasse. Also ich freue mich auf jeden neuen Tag und das habe ich wirklich nie gemacht vorher. Es war immer so, okay, ich muss doch jetzt mich freuen auf morgen. Aber ich fühle es ja nicht. Und dann halt auch dieses permanente Absagen von Treffen und nicht arbeiten können. Was macht also ich weiß ja jetzt immer noch nicht, wie viel ich arbeiten kann, weil ich ja quasi jetzt auch dann schwanger war und dann. Was? Du warst schwanger? Ach so, ups, ja, ich war ja dann schwanger und dann habe ich ein Kind bekommen und jetzt weiß ich gar nicht, wie es weitergeht, oh Gott. Aber mein Unterleib war tot. So hat es sich angefühlt und er war aber lebendig, nicht lebendig, sondern er war am Arbeiten die ganze Zeit, aber da war nichts zu produzieren und mein Körper war so erschöpft. Ich habe einfach nie das Gefühl gehabt, dass ich schwanger werden kann. Und es war auch nicht so, dass wir das jetzt drauf angesetzt hatten. Aber wir haben quasi auch nicht viel dagegen getan. So. Und habe dann aber gemerkt, okay, nach 2 Jahren habe ich auch schon also ich habe dann Angst gehabt, dass, okay, wir haben ja nichts dagegen getan. Ich bin jetzt auch nicht schwanger geworden, aber heißt es jetzt, dass ich wirklich keine Kinder kriegen kann? Also ich hatte halt einfach das Gefühl, weil es war für mich nicht wichtig, dass wir jetzt sofort ein Kind kriegen, sondern ich dachte in ein paar Jahren, aber ich dachte halt, okay, aber es ist ja auch total merkwürdig, dass ich einfach nicht schwanger werde trotzdem. Also dass nicht mal irgendwas passiert. So. Ja, und dann aber im August habe ich angefangen und im April war ich quasi in der 6. Woche dann ungefähr schwanger. Und deswegen ging es mir dann wieder schlechter, also so mit Übelkeit, so typische Schwangerschaftssachen, wo ich dachte, aber okay, jetzt habe ich wieder PMS zurückbekommen.
was ja schon viel besser geworden war, ne? Ja, ja, das war bestimmt so ein Schock. So, nein, Ja, diese ja, blöden ja. Mangos und den Sellerie, jetzt nehme ich das zu mir, mir geht's schlechter. Und dabei warst du einfach schwanger. Ja, ja, genau, genau. Und da habe ich dann gedacht, okay, das ist ja wieder so ein Zeichen, dass es einfach richtig ist, was ich mache. Ja. Also das irgendwie, das war für mich so ein Mirakel irgendwie, wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe, dass ich auch wirklich, ich habe gestaunt, ich habe, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden, dass jetzt der kleine Junge da auf dem Bett rumkrabbelt und irgendwie total gesund ist, also bis jetzt auf jeden Fall. Und der isst jetzt schon mein Smoothie Oh. und hat auch schon Selleriesaft gekostet, also nur so ein bisschen. Hat auch nicht sein Gesicht verzogen. Und also er fand es toll, glaube ich. Er Voll. hat nicht gemeckert. Ja, und ich habe, also dann aber während der Schwangerschaft bin ich dann manchmal so wieder so zurückgefallen in Käse essen und ach, ich muss jetzt unbedingt hier in Norwegen gibt es so eine ähm, Kaviarpaste mit Mhm. richtig viel Rapsöl drin und richtig viel Mist. Und dann habe ich mir halt so Reiswaffeln reingezogen mit Käse und also alles, worauf ich Lust hatte. Und da habe ich dann sofort gemerkt, dass, nee, Nasennebenhöhlenentzündung, total krank geworden. Und habe aber leider auch von der Ärztin erzählt bekommen, ich soll noch Antibiotika nehmen gegen die Streptokokken, die sie bei mir nachgewiesen hätte im Mund, aber halt nicht da unten, wo ich jetzt verstanden habe, dass alle das irgendwie haben und das eigentlich nicht so gefährlich sein kann. Also sie hat es aber vorsichtshalber mir sozusagen verschrieben am Anfang der Schwangerschaft. So, und ich habe halt gedacht, oh Gott, ich muss das Kleine ja jetzt beschützen in meinem Bauch. Ich mache jetzt was, ich mache keine Experimente jetzt, ich mache das mal. So, und seitdem bin ich ein bisschen zurückgefallen und habe halt auf einmal Nasennebenhöhlenentzündung bekommen. Mhm. Und dann bin ich sofort, also ich würde dann mal behaupten, nach ungefähr 8 Wochen mit richtig viel blöden Essen, bin ich wieder zurückgegangen zu Anthony William, seinen Empfehlungen. Und da habe ich sofort gemerkt, bam, super. Also Ja, es hat mir quasi die Schwangerschaft gerettet, irgendwie dann noch ja. wieder Selleriesaft zu trinken und viel trinken und immer Portionchen, also Mhm. mehrere Mahlzeiten und Obst und Gemüse und alles, das alles hat mir wirklich geholfen, dann halt mein Studium anzufangen. Ich habe angefangen, als ich schwanger war quasi, Mhm. ähm, Deutsch zu studieren und habe alles auch relativ gut durchhalten können. Ja. Ähm, und habe auch wieder so richtig schön Lebensfreude noch weiterentwickelt. Und Oh, so schön, Pauline. ja, und ach, es ist wirklich schön. Und dann habe ich ja jetzt auch wieder neue Sachen verstanden. Und zwar habe ich ja dann leider 4 Wochen nach der Geburt eine Brustentzündung bekommen, wo ich ins Krankenhaus gekommen bin mit 40 Fieber. Und die hatten Angst, dass ich eine Blutvergiftung entwickle, weil Mhm. es mir so schlecht ging. Und da haben sie mir leider so ein Antibiotikum verabreicht, was quasi gegen alle möglichen Sachen hilft, also ein sehr starkes. Mhm. Äh, und danach hatte ich jetzt auch wieder mehr Symptome, so Streptokokken-Symptome, sage ich mal. Mhm. Äh, und das ist total interessant, weil ich finde es so spannend, dass ich immer noch neue Sachen verstehe. Also, und jetzt bin ich quasi gerade in Sachen Streptokokken, naja, töten, hört sich nicht so nett an, aber Aushungern. aushungern bin ich gerade dabei und habe jetzt quasi wirklich viel gemacht in den letzten, also so 99% mich komplett dran gehalten und Mhm. ich habe manchmal wirklich richtig gute Tage, wo Ja. ich auch wirklich denke, so, das ist super toll und so mache ich jetzt weiter und an schlechten Tagen ähm, bin ich trotzdem zuversichtlich und habe einfach ein totales Vertrauen darauf, dass es klappen wird und weiter besser werden wird. Und diese schlechten Tage sind auch kürzer. Also früher waren das dann Wochen und jetzt sind es 3 Tage Ja, oder maximal 4. Und dann habe ich auf einmal, und dann habe ich sogar Energie und so, wow, hätte ich nie gedacht. Und
Und ich bin einfach richtig, sage ich mal, glücklich und für mich angekommen und habe auch nicht das Gefühl, dass ich sauer bin auf eine Mango oder, oder sauer auf einen Sellerie, sondern ich habe wirklich, am liebsten würde ich einfach gerne nur mehr Geld verdienen, um mir noch mehr Melonen zu kaufen. Weil leider ist es ja in Norwegen, kostet eine Melone mal, also in der Schweiz ist es ja auch sehr teuer, Ja, ne? genau. Ja, und Schweden, hier, Schweiz, Norwegen. ja, genau. Und hier kostet ja meine Melone auch mal 8, 9 Euro. Genau, das ist normal hier. Ja, ja, und genau, aber ich bereue keinen Cent, ehrlich gesagt, so. Und Ja, ja, weil werde man immer einfach wieder, weiß, wie es einem vorher ging. Und man kann, ich glaube, wenn man selber nicht so schwer erkrankt ist, kann man das gar nicht nachvollziehen. Aber wenn man einmal in dieser Scheiße steckte, dann will man das nie mehr sehen. Und dann kostet das eigentlich sehr viel, ja. Aber mein Mann sagt auch immer, es ist wie auf ein Konto vorausbezahlen. Also man investiert ja in die ja, Gesundheit. Und ich meine, wir möchten noch Großeltern werden und ich würde gern eine fitte Großmutter werden. Das ist so ein Ziel von mir. Und wirst du bestimmt. ja, Wir sind auf einem guten Weg dahin. genau, yeah. Ja, und dafür, das kostet einem halt was. Ja. Ja, genau. Und ich denke, also ich hatte so viele Tage, wo ich so krank war und dachte, was kann ich denn jetzt mit meinem Geld überhaupt anfangen? Ich kann ja gar nichts damit anfangen. Was soll ich denn jetzt mit dem Geld, was ich auf dem Konto habe? Mhm. Ja. So, und jetzt ist es halt so, dass ich halt viel ausgebe oder ich übe mich darin, viel auszugeben, weil ich einfach auch früher gelernt habe, ich muss sparen an Mhm. allen Kanten. Und das ist ja auch ein Resultat, also das Kranksein war ja auch ein Resultat dafür, dass ich immer gespart habe und Ja. mir quasi die billigsten Sachen gekauft habe. Du hast eigentlich an deiner Gesundheit gespart, gell? Ja, genau. Und jetzt muss ich alles wieder zurückbezahlen. Und deswegen würde ich auch sagen, mein größter Rat für Ja. alle so, wäre also an die Menschheit quasi ist, also nein, nicht, ich brauche nicht übertreiben, aber also ich meine, wenn du keine Gesundheit hast oder wenn du nicht einigermaßen gesund bist, äh, dann kannst du ja nicht leben. So. Also Genau. die Investition in Gesundheit ist Nummer eins für mich. Mhm. So, und ich glaube, dass wir viele Depressionen und Krankheiten und in der Welt eigentlich also heilen könnten, wenn wir ein bisschen mehr davon verstehen würden und vielleicht einfach mal jemanden glauben, der nicht unbedingt, also ich weiß jetzt nicht, ob Antonio William Arzt ist, so, ich glaube nicht. Aber können wir nicht einfach mal aufhören, immer auf diese ganzen Schädchen zu gucken? Ähm, also weil ich habe halt, wenn ich manchmal mit Leuten spreche, dann erzähle ich gar nicht weiter, weil sie relativ schnell, wenn sie hören, mit Spirit und also, dass er quasi relativ spirituell ist, dann geht halt irgendwie gleich die Ampel aus und dann ist, Wie war das bei dir? Hat dich das gestört, dass er auf dieser spirituellen Ebene ist? nee, also da ich ja selber viel Yoga, also Yoga und Meditation sind auch zwei Dinge, die mir quasi sehr geholfen haben, durch diese schwierigen Phasen durchzukommen und jetzt helfen sozusagen eine Balance zu erhalten. Mhm. Und dadurch, dass ich halt viel mit, sage ich jetzt mal, spirituellen Leuten schon in Kontakt war und auch Körperarbeit gemacht habe und in Berlin, also ist es ja ganz, also hat ja ich habe ja viele gekannt, die damit auch gearbeitet haben, also mit spirituellen Sachen und gerade auch mit Yoga ist ja auch kann einigermaßen spirituell werden. Ja. Und ich hatte kein Problem damit. Ich habe aber quasi nicht am Anfang genau die Sachen gelesen. Ich habe nur gelesen, was ich jetzt essen muss, damit es mir gut geht. Ich hatte aber auch relativ, also eigentlich sofort ein Vertrauen in ihn. Also ich kenne ihn ja nicht, aber den Anthony, aber ich hatte ein relativ Halt. schnelles, Ja. gutes Gefühl und dachte so, nee, ich will jetzt erstmal nur wissen, was ich jetzt machen muss. Und jetzt habe ich auch angefangen mit so Leber-Meditation und einfach, dass ich, wenn ich laufe draußen, mir auch vorstelle, wie meine Organe quasi dabei sind. Also Mhm.
Genau, und habe mal vielleicht ein bisschen mehr angefangen, mal wieder ein Räucherstäbchen hier anzuzünden. Und Aber das Schöne ist, dass man das ja alles auch nicht muss. Also ich bin zum Beispiel, für mich war das schon sehr befremdlich mit dem Spirit oder ist auch immer noch, weil ich bin so sehr religiös aufgewachsen in meiner Kindheit und bei mir gibt es dann nur Jesus und alles andere ist Teufel und Hexerei. So bin ich aufgewachsen. Und dann ist es super schwierig, weil man ja so auf einer Schiene ist und eine Klappe anhat. Und dann so, oh, jemand hört eine Stimme und der sagt ihm alles. Das ist dann so, was? Aber das Ding war auch bei mir dann, ich habe die Sachen gelesen und das klang so logisch. Und ich war ja, als chronisch Erkrankte wird man echt ein Spezialist, weil man liest das Internet durch, man bestellt Bücher, man wird richtig gut in seiner Scheiße. Da, wo man gar nicht gut sein möchte, wird man halt ein Mega-Profi. Und dann, das war einfach so gut, weil es hat mit meinen Symptomen übereingestimmt, mit Werten, die meine Ärzte ja bestätigt haben. Also es ist Wissenschaft drin und das einfach mega zusammenhängend. Und aber, so wie du es vorhin gesagt hast, auf so eine liebevolle Art, dass man nicht unter Druck gesetzt wird und du musst jetzt das und das und das, sondern hey, geh deinen Schritt hier, so ist es, entscheide selber, wie schnell du das machst. Und bei mir war es auch so, ich dachte so, okay, ich probiere das aus. Alles andere hat mir bisher nicht geholfen. Und dann war das so krass, dass es so schnell ging, wie du erzählt hast. So schnell weg von diesen Angstattacken. Wow. Ja, sofort. Wahnsinn. Also wie muss es dann Kindern gehen, wenn ihnen mal der Zucker weggezogen wird? Also, ne, zum Beispiel. Und was mir auch sehr gefallen hat, war, dass ich habe jetzt das Gefühl, ich hab die Verantwortung für meine Gesundheit jetzt übernommen. Und ich bin jetzt der Herr im Haus und ich quasi bestimme sozusagen. Und es ist nicht mehr so ein, ach, ich bin Opfer, also Opfer war ich nicht jetzt, aber ich meine, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich mache doch schon alles und ist doch alles irgendwie, andere Sachen haben mich im Griff und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe Sachen im Griff sozusagen, weil ich einfach ein Werkzeug bekommen habe, was mir unheimlich viel Kraft gibt und sich richtig anfühlt. Und was ich auch total cool fand, dass sozusagen jetzt gerade in Sachen Kinderkriegen, habe ich gelesen irgendwann mal einen Satz von Anthony William, wo er sagt, dass um Früchte zu tragen, musst du Früchte essen. So. Und da dachte ich auch, Mann, das ist so logisch. Na klar, hat ja quasi genauso geklappt. Also ohne, dass ich das unbedingt jetzt hier so herbeigeschworen habe oder wie das heißt auf Deutsch. Also genau. Also oder darauf angelegt hatte, so 100%. Also es war ja eher so, ja, in 5 Jahren. Genau. Und was ich noch sagen wollte zu dieser Sache mit, du bist religiös aufgewachsen und ich bin genau das Gegenteil. Also meine Eltern haben quasi immer so auf die Kirche geschimpft und so, ja, die wollen nur Geld haben und so. Ja. Und also die sind ja aus Ostdeutschland, aus Ostberlin und da war ja auch immer eher Antikirche und Russen und alles so. Und ja, deswegen habe ich auch am Anfang eigentlich meine Eltern nicht getraut, das zu sagen, großartig, weil jetzt habe ich ja schon wieder das nächste, ne? Und jetzt fangen die aber selber so an. Also die haben irgendwie, mein Vater ist mittlerweile auch überzeugt davon, dass sein Diabetes besser geworden ist durch Ernährung und der hat aber auch irgendwie bei mir halt die Besserung gesehen und jetzt kann ich mich mit meiner Mutter darüber unterhalten, was wir so essen und dann fragt sie mich halt so, na, und wann soll ich kein Fett essen? Und das finde ich halt auch total klasse und meine Schwester tatsächlich, die hatte auch auf einmal letztes Jahr im Juni dann ein Stressekzem, hat der Arzt gesagt, entwickelt und hatte am ganzen Körper ganz viel Ausschlag und die hat dann auch irgendwann, also ich glaube, dass sie auch an mir die Heilung gesehen hat quasi oder die Verbesserung und hat dann gesagt, sie schreibt mir mal auf, was ich essen soll und dann hat sie das gemacht und jetzt ist sie viel besser und sie hat gar keine Lust mehr zurückzugehen. Und, ich bin nicht zu denen hingegangen, habe gesagt, mach mal so und so jetzt, mach mal so. Ja. Das irgendwie, weiß ich nicht, also gemerkt einfach und finden das toll und jetzt haben sie auch Lust, länger zu leben oder und keine Tabletten zu nehmen. Und, Ja. Das macht schon Bock, oder? Gesund sein und länger leben.
ja, also es ist auf jeden Fall, wenn ich 70 werde, dann bin ich doppelt so alt geworden. Nee, ja. Ich dachte ja mit 27, ich werde nicht mehr 28. Also Mhm. jetzt bin ich schon 30. Wow. Und habe ein Kind und einen Freund und ja, Ah, und studiere was Neues. Also wow, so schön, Lina. ja. Das ist so schön. Und das hier zu erzählen, das macht auch nochmal, dass ich sozusagen mich jetzt gleich nochmal freue, gleich, wenn wir dann aufhören, dann bin ich auch nochmal zufrieden, weil ich denke so, wow, eigentlich, was ich so gemacht habe und was auch, also viele an, also du hast ja auch einen Weg hinter dir. Ja. Ja, man möchte nie mehr zurück, das ist auf jeden Fall klar. Nee. Auch gerade diese Müdigkeit, die du beschrieben hast. Für mich war das so, ich habe mich gefühlt wie eine 90-jährige Frau. Das war einfach so krass. Das war so eine bleierne Müdigkeit. Und wenn alles wegfällt, die Freude am Leben, das Abmachen, man wird so isoliert und dann kommt natürlich von alleine die Depression. Und das ist auch vielleicht noch eine der letzten Fragen, die ich stellen möchte. Bei mir wurden dann oft Antidepressiva angeboten und ich habe dann halt immer gesagt, nein, zuerst waren die körperlichen Beschwerden da. Jetzt könnt ihr nicht einfach mit Antidepressiva kommen. Ja, aber das mildert auch, das Schmerzempfinden wird besser und so weiter. Und ich bin so froh im Nachhinein, dass ich mich da so gewehrt hatte auch, Ja. weil ich so sensibel auf alle Medikamente reagiert habe. Und wenn es Nebenwirkungen gab, hatte ich die 100%. Und wie war das bei dir da? Ich habe nie Antidepressiva empfohlen bekommen. Mhm. Ähm, ich hatte eine sehr gute Psychologin, die erste Psychologin, die ich getroffen habe, als ich 18 war, die hat gesagt, das kriegen wir auch so hin. Wow. Und von da an habe ich mich immer, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das irgendwie jemand mal geben wollte. Ich hätte es aber auch abgelehnt, weil ich dachte so, nee, ich will nicht abhängig werden. Mhm. Da trinke ich lieber ein Bier. Habe ich so gedacht. So, das ist dann bestimmt gesünder als Antidepressiva. Aber was mir andauernd empfohlen wurde, ist natürlich die Antibabypille, die ich dann ein Jahr genommen habe und davon noch schlechter, also depressiver geworden bin. Ja, ja. Mit dem PMS, gell, das sagen sie Ja, immer. Das war ja, bei mir genau. auch so. Aber es wurde viel schlimmer. Auch die Ja, Schmerzen sind nicht weg. genau. Bei mir wurde es auch viel schlimmer und ich habe mich quasi selber noch mehr verloren. Mhm. Und dann war natürlich auch mit der damaligen Partnerschaft Diskussion da wie, ja, aber es gibt ja nichts anderes. Okay, dann war für mich halt also dann wurde halt nichts mehr gemacht von meiner Seite. Also, beziehungsweise dann war halt nicht mehr Kuscheln angesagt, weil ich wollte dann auch nicht weiter Müll in mich reinschaufeln, weil ich das einfach gemerkt habe, wie das mich krass verändert nochmal und ich musste ja noch mehr schauspielern im Leben Ja. dann quasi. Ich wollte eigentlich noch generell sagen, dass ich es auch relativ eine Frechheit finde, wie viele Menschen Schilddrüsenhormone verschrieben bekommen. Sofort anhand, also ich verstehe auch die Ärzte und Wissenschaft dahinter oder ich habe aber manchmal das Gefühl, dass die Wissenschaft da ehrlich gesagt eigentlich nicht so richtig weiß, weil ja die Symptome bei vielen nicht weggehen. Ich habe auch mit vielen gesprochen, die quasi in einer ähnlichen Situation waren, hier in Norwegen, die auch gesagt haben, nee, ich nehme mehr Tabletten, aber es geht mir nicht besser, ich versuche einfach nur irgendwie zu überleben. Und ich war ja 18, als ich das bekommen habe, die 75 Mikrogramm Thyroxin. Äh, und mit der Aussage, dass ich vielleicht irgendwann mal eine Unterfunktion bekomme, weil ich habe vielleicht eine Tendenz dazu und ich sollte mal lieber anfangen, weil ich ja depressiv bin. So, und jetzt zur Zeit arbeite ich ja quasi daran, also wenn ich fertig bin mit Stillen, dann möchte ich gerne weiter dieses Medikament ausschleichen und habe jetzt durch die Ernährung jetzt schon geschafft, runterzugehen auf natürliche Art und Weise. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sauer. Da noch, dass mir so als 18-Jährige das so in die Hand gedrückt wurde. Und
hier mach mal, weil du vielleicht was mal entwickelst und so. Und ich habe sehr viele Foren auch, also ich habe ja ungefähr das ganze Internet, so wie du auch, durchgelesen. Und da waren ja sehr viele Menschen, die einfach sich gegenseitig versuchen zu helfen, weil sie von Ärzten nicht Hilfe bekommen. Aber wahrscheinlich, weil die Ärzte, die versuchen auch so gut, wie sie es schaffen, Leuten zu helfen, aber irgendwie finde ich, dass zu schnell Medikamente verabreicht werden. Das ist definitiv so. Ja, vor allem das Problem ist, wenn damit noch Geld verdient werden kann, wenn dadurch Praxismieten bezahlt werden oder ein geiles Auto, Ja. dann haben wir ein Problem, ja. Ja, das geile Auto. Das gönne ich denen nicht. Nein. Es wäre ja auch eigentlich ein Sozialberuf. Also, Ja, ja, also ich denke ja auch, also wir haben hier in Norwegen gibt es einen Hypochonderlege-Arzt, also einen Arzt, der sich mit Angst zum Beispiel auseinandersetzt und der ist auch normaler Arzt, aber der zum Beispiel macht auch eher Gesprächstherapien. Also der ist jetzt, ich glaube, er ist auch Psychologe und so, aber er ist in erster Linie mal einer, der versucht, den Leuten die Kontrolle wieder zurückzugeben und der ist zwar nicht in Richtung Ernährung und so, aber er ist ein normaler Arzt. Jetzt schweife ich gerade ein bisschen ab, aber ich wünsche mir Ärzte, die ganzheitlich denken. Und meine Hausärztin jetzt, die hat mich ja vielleicht gefragt, was ich so esse. Nee, sie hat mich gefragt, wie ich esse. Und habe ich gesagt, ich esse gesund und dann war das für sie fertig. Ich esse sehr gesund. Okay, Haken. Haken gemacht. Und sie hat auch, also es ist gut, dass sie kein Deutsch kann jetzt, weil das Ding ist, dass sie ja auch meinte, ja, also du Paulina, du musst jetzt mal die Kontrolle abgeben. Ich habe deine Werte im Griff. Ich sage einfach, wie viel du nehmen musst von den Tabletten und dann ist gut. Entspann dich. So. Und ich war halt immer sauer, und habe aber auch gemerkt, dass sie sauer wird, weil ich lese und so alles kontrolliere, was sie so macht und frage, ist das denn jetzt richtig? Also glaubst du, dass das denn jetzt gut ist, wenn ich jetzt wieder hochgehe mit dem? Also mir geht es ja halt so oder so schlecht, egal welchen TSH-Wert habe oder T4 oder was auch immer. Mir geht es ja sowieso immer gleich. Manchmal geht es mir super mit einem schlechten TSH und umgekehrt. Und sie guckt nur auf den TSH. Also ja, das ist diese Konzentration auf diese Zahlen und das bringt nichts, weil jeder Mensch ist individuell und das ist einfach nur ein Mittelwert, diese Zahlen ausgerechnet von einem Durchschnitt. Ja, es ist. Aber weißt du was, Paulina? So schön, dass du Verantwortung übernommen hast, dass du deinen Weg auch gefunden hast und dass diese Informationen von Anthony William rumgesprüht wurden im Internet. ja, also das Internet, oder? Ja, Super. aber hallo. Also wirklich. Ja. Ja, und ich finde das auch ganz toll, dass du nämlich diese Arbeit hier machst, weil dann wird es ja noch mehr rumgesprüht überall. Ja, ich bin froh, dass so viele mitmachen. So viele chronisch Erkrankte, die sich selber geheilt haben, aber auch Ärzte und Spezialisten, die wirklich den Wunsch haben, das, was du vorhin gesagt hast, ganzheitlich wieder zu denken. Und ich glaube, es gibt diese Leute, aber sie müssen halt an die Macht kommen. Ja, richtig. Genau. Genau wie die Frauen eigentlich auch an die Macht. Genau. Frauen und Ärzte mit Herz, bitte an die Macht. Genau. Auf die Plätze, fertig, los. Genau, jetzt. Nee, aber ich glaube, dass das langsam passieren wird, mehr und mehr. Also ich bin da ganz zuversichtlich, ehrlich gesagt. Ja, es muss, weißt du, das System kollabiert. Wir haben viel zu viele Kranke. Menschen sterben an Zivilisationskrankheiten, die man verhindern könnte, die aufgrund einer Fehlernährung hier im Westen, im reichsten Land überhaupt, sterben die Leute mit 50, 60 und 70. Das ist nicht okay, muss nicht sein. Wir könnten locker 90, 100 werden. Ja, und da muss ich auch sagen, dass ich gerade in Sachen, also ich habe gestern mal überlegt, wie viel Geld ich in der Woche ausgebe für Obst und Gemüse und wie viel ich früher ausgegeben habe für total viel Mist. Und ich finde es eigentlich auch eine Frechheit, dass sozusagen Obst und Gemüse so teuer ist. Also ja, ich will gerne das, aber dann muss das, also das schlechte Essen sollte noch teurer sein.
also es sollte umgekehrt sein Weißt du, einfach. was auf den Schlechten drauf sein müssen? Die Krankenkassentaxen. Ja. Ja, wäre doch mal ein Vorschlag. Ja. Gehen wir in die Politik, Pauline? Ja, vielleicht erst, ja, ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Ja. Und vor allem auch über verschiedene Länder, ne? Immer schön, also Schweiz, Deutschland, Norwegen. Und es gibt wahrscheinlich andere Länder, die du Die interviewst. Ich Österreicher weiß sind auch dabei. Österreich auch. Sehr gut. Ich kann kein Österreichisch, das war eher so sächsisch oder so. Ja, nee, ja, und das Ganze hat ja auch viel mit Politik, glaube ich, zu tun, oder? Also ich bin nicht so also wer macht denn die Preise? Ja, die Pharmaindustrie. Ja, und die Pharmaindustrie, ja, ach, ich will gar nicht weiterdenken. Die ist auch toll. Pharma- und Lebensmittelindustrie und Waffenindustrie, ganz, Ja, ganz tolle Vereine da. ja, ja, Die haben den Menschen sehr in ihrem Herz und ja, auch die super. Tiere liegen ihnen am Herzen und die Umwelt sowieso. Also gerade mit Waffen, weißt du, das ist so Da umweltfördernd. kann man ja Tiere mit schießen und dann kann man das wieder essen und man kann aber auch Menschen, und so weiter. Vergiften, ja, zum Ja, Beispiel. genau. Ja. Genau. Aber bei Umwelt bin ich noch auf eine Sache gekommen und zwar so ein harter Schwenk zurück nochmal. Also die Umwelt finde ich so viel schöner jetzt, so, wo ich kann klarer sehen. Ich finde, ich habe auf einmal Pflanzen auf dem Balkon, hätte ich nie gedacht. Ich habe mir meinen Sellerie da so eingepflanzt. Ich habe mir meine Aloe Vera auf den Balkon gesetzt und ich freue mich jeden Tag, die zu gießen. Und ich hätte das nie gedacht und ich habe es früher nie verstanden, warum meine Oma gerne ein paar Blümchen haben wollte. Ich dachte mal, so, was will sie denn mit diesem abgeschnittenen Gestrüpp da? Kostet doch nur Geld. Ja. Super. Ey, Also, das erzählt mir wirklich jeder, der vegan geworden ist, dass das Bewusstsein für die Natur, dieses Geerdetsein, dieses Verbundensein fühlen, dass das einfach zurückgekommen ist. Das ist so schön. ja, das ist wirklich, ich freue mich über alle meine Kräuter im Schrank. Also ich habe auch total Lust auf so einen kleinen Kräutergarten bald. Also es ist wirklich sehr schön, finde ich. Ja. Lebendig. Lebendig, ja. Hey, das war so schön, mit dir zu quatschen. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es war auch sehr lustig, auch wenn deine Geschichte speziell traurig war. Hast du aber einen guten Humor. Ein bisschen traurig. Ja, alles. Ja. Ja, vielen Dank dir wirklich. Ja. Vielen Dank selber. Und ich wollte nur sagen, dass jetzt ist ja alles viel besser. Und deswegen finde ich gar nicht, ich finde mittlerweile die Geschichte gar nicht mehr so traurig, weil ich ein ganz anderer Mensch, also ich fühle nicht, dass diese Sachen so wirklich zu mir noch gehören. Es ist eher so, als ob ich über jemanden so ein bisschen erzähle. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ja, man hat sich so enorm weiterentwickelt, gell? Mhm. Die alten Hüllen so hinter sich gelassen, so abgestreift. Genau, ausgezogen. Also vielen Dank selber auch. Es ist angenehm, mit dir zu sprechen. Danke, es freut mich. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wenn ihr keine weiteren Geschichten verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Wir freuen uns über eure Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!